Hallo mein Freund, willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Heute spreche ich über etwas sehr Praktisches. Etwas, das viele Deutschlerner schwierig finden. Wie man höflich klingt, ohne schwach zu wirken. Das ist ein großes Problem. Manche Deutschlerner klingen zu direkt. Sie klingen unhöflich, ohne es zu wollen. Andere Deutschlerner klingen sehr höflich, aber sie wirken unsicher. Sie wirken schwach. Heute zeige ich dir, wie du höflich und selbstbewusst gleichzeitig sein kannst. Du brauchst nicht das eine oder das andere. Du kannst beides haben. Viele Deutschlerner haben ein echtes Problem. Sie denken, wenn ich zu direkt spreche, klingt das unhöflich. Wenn ich zu höflich bin, wirke ich schwach. Was soll ich also machen? Das Ergebnis? Viele Deutschlerner sagen nichts. Sie sprechen nicht. Sie vermeiden schwierige Situationen. Das ist verständlich. Aber Schweigen ist nicht die Antwort. Hier ist die Wahrheit. Du kannst höflich und selbstbewusst sein. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Das ist eine Fähigkeit, die du lernen kannst. Im Deutschen bedeutet Höflichkeit nicht, schwach zu sein. Höflichkeit bedeutet Respekt. Respekt für die andere Person und Respekt für dich selbst. Das ist sehr wichtig. Ich weiß, das ist nicht leicht. Auch ich hatte diese Probleme. Aber mit einfachen Techniken kannst du das ändern. Und genau das machen wir heute. Okay, hier ist der Plan. Zuerst erkläre ich dir die Grundlagen. Warum Höflichkeit nicht bedeutet, schwach zu sein. Dann zeige ich dir, wie du höfliche Anfragen stellst. Das ist etwas, das du jeden Tag brauchst. Auf der Arbeit, mit Freunden, im Geschäft. Dann lernen wir, wie du Nein sagst. Das ist schwierig für viele Lernende. Danach zeige ich dir, wie du höflich widersprechen kannst. Wie du nicht einverstanden bist, ohne unhöflich zu wirken. Am Ende gebe ich dir Übungen. Du machst das alles mit mir zusammen. Okay? Das wird hilfreich sein. Lass uns beginnen. Viele Deutschlerner denken, Höflichkeit bedeutet immer entschuldigen, immer sorry oder entschuldige sagen. Falsch. Hier ist ein Beispiel. Jemand fragt dich, kannst du mir helfen? Viele Deutschlerner antworten, oh, Entschuldigung, ich weiß nicht. Also, vielleicht später? Entschuldigung. Das klingt höflich, aber es klingt auch unsicher. Du klingst wie jemand, der Angst hat zu sprechen. Du klingst, als ob du kein Recht hättest zu sprechen. Das ist das Problem. Echte Höflichkeit im Deutschen sieht anders aus. Echte Höflichkeit ist nicht klein sein. Es ist nicht, dich selbst klein zu machen. Echte Höflichkeit bedeutet, ich respektiere dich und ich respektiere auch mich selbst. Das ist die Balance. Im Deutschen kommunizieren Menschen mit klaren Grenzen. Eine Grenze, das bedeutet, das akzeptiere ich, das akzeptiere ich nicht. Diese Grenzen sind normal. Sie sind nicht unhöflich. Du kannst Bitte sagen und trotzdem stark klingen. Du kannst Danke sagen und trotzdem selbstbewusst wirken. Das ist möglich. Lass mich dir ein Beispiel geben. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit. Ein Kollege unterbricht dich immer wieder. Du willst das stoppen. Was sagst du? Option 1. Lass mich bitte in Ruhe. Das ist direkt, aber das klingt unhöflich, es klingt aggressiv. Option 2. Könntest du bitte warten, bis ich fertig bin? Das klingt höflich, aber es ist auch klar. Du erklärst, was du brauchst. Du bist nicht schwach. Das ist höfliches Selbstbewusstsein. Jetzt lernen wir die erste Praxis.
Wie stellst du höfliche Anfragen? Du brauchst das jeden Tag. Auf der Arbeit fragst du, kannst du mir helfen? Mit Freunden fragst du, hast du Zeit? Im Geschäft fragst du, kann ich ein Wasser haben? Alle diese Fragen sind Anfragen und viele Deutschlerner machen denselben Fehler. Schritt 1. Die Basisanfrage. Hier ist die einfachste Anfrage. Kannst du mir das Dokument schicken? Das ist gut. Das ist klar. Das ist nicht unhöflich, aber wir können es besser machen. Schritt 2. Mit Bitte höflicher. Hier ist die gleiche Frage mit Bitte. Kannst du mir bitte das Dokument schicken? Das ist sehr wichtig. Das Wort Bitte macht die Anfrage höflicher, aber es macht dich nicht schwächer. Das ist perfekt. Schritt 3 mit Könntest du. Jetzt ein Schritt höher. Nicht kannst du, sondern könntest du. Könntest du mir bitte das Dokument schicken? Das Wort könntest klingt ein bisschen sanfter als kannst. Es wirkt professioneller. Deutsche sprechen auf der Arbeit so. Und das ist nicht schwach. Das ist professionell. Schritt 4. Mit Zeit oder Details. Du kannst deine Anfrage noch besser machen, wenn du Details hinzufügst. Könntest du mir bitte das Dokument bis heute Nachmittag schicken? Das ist noch besser. Du bist klar. Du fragst nicht einfach nur. Du organisierst. Du planst. Das wirkt selbstbewusst. Merke dir das. Wenn du Zeit oder Details nennst, klingst du nicht schwach. Du klingst organisiert. Häufiger Fehler: zu viele Entschuldigungen. Hier ist, was viele Deutschlerner machen. Und du solltest es nicht machen. Oh, Entschuldigung. Ich möchte dich nicht stören. Aber wenn du vielleicht Zeit hast, vielleicht könntest du mir helfen. Entschuldigung noch einmal. Warum ist das schlecht? Weil du dich 5-mal entschuldigst. Du schuldest niemandem eine Entschuldigung, nur weil du fragst. Das ist normal. Du musst dich nicht entschuldigen, nur weil du sprichst. Also, nicht zu viele Entschuldigungen. Eine kurze, klare Anfrage ist besser. Ein praktischer Tipp: langsam sprechen. Hier ist noch ein wichtiger Tipp. Wenn du höflich sein willst, sprich langsam. Manche Deutschlerner sprechen schnell. Schnelles Sprechen klingt nervös. Höflichkeit sind nicht nur die Wörter. Höflichkeit ist auch deine Stimme. Wenn du langsam sprichst, wenn du Pausen machst, klingst du ruhig. Und ruhig klingt stark. Das ist eine der schwierigsten Sachen. Viele Deutschlerner können Nein nicht sagen. Jemand fragt, kannst du mir helfen? Die Antwort ist Nein. Aber du weißt nicht, wie du das sagen sollst, ohne unhöflich zu wirken. Das Ergebnis? Viele Deutschlerner sagen Ja, obwohl sie Nein meinen. Dann sind sie gestresst. Dann sind sie müde. Aber hier ist die Wahrheit. Nein zu sagen ist nicht unhöflich. Dich selbst zu schützen ist nicht falsch. Die beste Struktur für Nein hier ist eine einfache Struktur. Tut mir leid, das geht nicht. Das ist gut, das ist höflich, das ist klar. Aber wir können es noch besser machen. Tut mir leid, ich kann das heute nicht schaffen. Du erklärst kurz warum. Das ist nicht unhöflich, das ist respektvoll. Noch besser: tut mir leid, ich habe heute keine Zeit, aber morgen vielleicht? Du sagst Nein, aber du bietest eine Alternative an. Das ist sehr höflich und sehr selbstbewusst. Nein zu Einladungen. Jemand sagt, kommst du heute Abend zum Essen? Du willst nicht gehen. Was sagst du? Falsch. Nein, ich habe keine Lust. Das klingt unhöflich. Richtig. Danke für die Einladung, aber ich habe heute leider keine Zeit. Das ist höflich.
Das ist respektvoll. Du lehnst die Einladung ab. Aber du bedankst dich. Noch eine Option. Vielen Dank. Aber ich muss heute Abend zu Hause bleiben. Das ist sehr höflich. Du erklärst nicht zu viel, aber du erklärst etwas. Wichtig. Nicht zu lange erklären. Hier ist ein Fehler. Zu lange Erklärungen. Falsch. Entschuldigung. Ich weiß, du brauchst meine Hilfe. Und normalerweise hätte ich Zeit. Aber heute bin ich so müde und ich habe noch so viel zu tun. Und das ist zu lang. Das klingt, als ob du dich schuldig fühlst. Richtig. Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Kurz, klar, höflich. Praxis 3. Höflich widersprechen. Das ist vielleicht die schwierigste Praxis. Wie sagst du, das sehe ich anders, ohne unhöflich zu wirken? Das Problem. Manche Deutschlerner sagen einfach, das ist falsch, das ist direkt, das ist unhöflich. Andere Deutschlerner sagen, ja, vielleicht hast du recht, das ist zu schwach, das ist nicht ehrlich. Wie findest du die Balance? Das Geheimnis. Mit Zustimmung beginnen. Das ist ein großes Geheimnis. Im Deutschen beginnen wir beim Widersprechen oft mit Zustimmung. Das bedeutet nicht falsche Zustimmung. Das bedeutet Respekt zeigen. Dann deine Meinung sagen. Hier ist ein Beispiel. Jemand sagt, das ist die beste Lösung. Du siehst das anders. Du kannst sagen, ich verstehe deinen Punkt. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Der erste Satz, ich verstehe deinen Punkt. Das zeigt Respekt. Das ist nicht schwach. Das ist intelligent. Der zweite Satz, aber ich sehe das ein bisschen anders. Das ist deine Meinung. Das ist höflich. Das ist höfliches Widersprechen. Mit allerdings verstärken. Ein anderes wichtiges Wort ist allerdings. Das ist ein höflicheres Wort als aber. Beispiel: Du hast recht, dass das praktisch ist. Allerdings denke ich, es ist zu teuer. Das Wort allerdings klingt respektvoller. Es klingt professioneller. In Meetings oder auf der Arbeit. Meetings sind schwierig. Viele Menschen sprechen. Meinungen sind verschieden. Du kannst diese Formulierung benutzen. Das ist ein guter Punkt. Aber lass mich einen Moment nachdenken. Das ist sehr gut. Das gibt dir Zeit. Das zeigt Respekt. Dann kannst du deine Meinung sagen. Beispiel: Das ist ein guter Punkt. Aber ich denke, das funktioniert nicht langfristig. Langfristig. Das bedeutet über eine lange Zeit. Das ist eine sehr professionelle Art zu widersprechen. Okay, jetzt bist du dran. Wir üben zusammen. Ich gebe dir 3 Szenarien. Du antwortest laut. Sag es laut, damit dein Gehirn es lernt. Szenario 1. Jemand bittet dich um Hilfe. Jemand sagt, kannst du mir bei diesem Projekt helfen? Du hast keine Zeit. Was antwortest du? Mach eine Pause. Denk nach. Antworte jetzt. Eine gute Antwort könnte sein: Tut mir leid, ich bin heute sehr beschäftigt, aber morgen kann ich dir helfen. Das ist höflich. Das ist auch klar. Szenario 2. Jemand lädt dich zu etwas ein. Dein Freund sagt, kommst du mit uns Kaffee trinken? Du möchtest nicht. Was sagst du? Mach eine Pause. Denk nach. Antworte jetzt. Eine gute Antwort. Vielen Dank für die Einladung. Aber ich habe heute leider schon Pläne. Vielleicht nächste Woche? Das ist höflich. Du bedankst dich. Du sagst nein. Aber du bietest eine Alternative an. Szenario 3. Du siehst das anders. Dein Kollege sagt, wir sollten diese Strategie verwenden. Du denkst das nicht.
Was sagst du? Mach eine Pause. Denk nach. Antworte jetzt. Eine gute Antwort. Das ist eine interessante Idee. Aber ich denke, wir sollten zuerst andere Optionen prüfen. Du bist nicht einverstanden, aber du bist höflich. Du respektierst seine Idee. Dann gibst du deine Meinung. Super. Wenn du das gemacht hast, machst du es richtig. Okay, mein Freund. Lass mich zusammenfassen, was du gelernt hast. Erste Lektion. Höflichkeit bedeutet nicht Schwäche. Höflichkeit ist Respekt. Respekt für andere Menschen und Respekt für dich selbst. Zweite Lektion. Höfliche Anfragen sind einfach. Du brauchst keine langen Erklärungen. Du brauchst klare, kurze Sätze. Mit Bitte, mit Könntest du. Das ist genug. Dritte Lektion. Nein zu sagen ist okay. Du brauchst dich nicht schuldig zu fühlen. Eine kurze, klare Antwort ist besser als eine lange Erklärung. Vierte Lektion. Widersprechen ist möglich, wenn du mit Respekt beginnst. Ich verstehe deinen Punkt. Dann deine Meinung. Das funktioniert. Das Wichtigste, Höflichkeit und Selbstbewusstsein sind keine Gegensätze. Das ist eine Fähigkeit und du kannst sie lernen. Mit jedem Gespräch wirst du besser. Mit jeder Situation wirst du sicherer. Das verspreche ich dir. Danke, dass du dieses Video mit mir angeschaut hast. Das bedeutet mir sehr viel. Jetzt habe ich eine Frage für dich. Welche Situation ist am schwierigsten für dich? Ist es, höfliche Anfragen zu stellen? Ist es, Nein zu sagen? Oder ist es, zu widersprechen? Schreib mir in die Kommentare. Ich möchte deine Antwort hören. Wenn ich viele Antworten sehe, mache ich noch mehr Videos über diese Themen. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Nächste Woche kommt ein neues Video. Es wird noch mehr praktische Tipps zum Deutschlernen geben. Komm zurück und schau zu. Und vergiss nicht, bleib neugierig, bleib stark und sprich jeden Tag ein bisschen Deutsch. Mit Höflichkeit, mit Selbstbewusstsein. Du schaffst das. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, mein Freund.